Caravansalon Düsseldorf 2023. Wir sind in Halle 11 bei Solifer und neben mir der liebe Janosch. Hallo Janosch. Hi. Du hast uns schon ein paar Fahrzeuge gezeigt und jetzt haben wir hier den Emotion T27. Ja, die Muttermarke Polar hat die Marke Solifer wieder ans Leben geweckt, oder besser gesagt schon seit Jahren, aber jetzt auch mal in Deutschland ins Leben geweckt, weil es halt eine gute Alternative zu vielen Wohnmobilen gibt, weil wir natürlich eine gute Winterausstattung haben in unseren Wohnmobilen. Also es fängt bei den Winterrädern auf und hört immer bei der größtmöglichen einzubauenden Heizung auf. Ja, Polar steht wirklich für robuste Fahrzeuge, die man auch im Schnee fahren kann, aber natürlich dann auch bei warmen Temperaturen, weil wir eben eine Isolierung haben, dass man nicht im Wohnwagen wegschmilzt, sondern man hat auch vielleicht ein bisschen Kühle, muss nicht so viel klimatisieren, wenn man gut abdichtet. Und ja, hier haben wir eben die Marke Solifer T27, dass du uns vorstellen möchtest, ein teilintegrierter. Du hast schon gesagt, Emotion ist die Modellreihe teilintegriert und dann gibt es noch Finlandia, das sind voll integrierte Reisemobile. Hier haben wir ein Fiat-Chassis, richtig? Genau, ein Fiat-Chassis, ein ganz normales bis 3,5 Tonnen, weil es gibt ja auch viele junge Familien, die können nicht, dürfen nicht mehr fahren. Empfehlen tue ich immer das Maxi-Chassis, macht einen Führerschein, aber es gibt halt Leute, die wollen unbedingt 3,5. Minimalismus pur, Fahrradhalter ist inklusive, wie man schon eben gesehen hat. Der hat die Truma Kombi 6E, die größte von Truma, 6 kW. Wie viel Personen entspricht 6 kW? Gute Frage, musst du mir beantworten. Warst du mal am Konzert? Nee, Im Herbst? Noch nie auf einem Konzert. doch, ich war schon auf Konzerten. Da siehst du. Und da ist man immer im T-Shirt. Warum? Weil man eine Heizung hat. Jeder, der da rumspringt, hat 400 Watt. Ja. Aber wenn wir uns ruhig da hinsetzen, haben wir ungefähr 200 Watt Heizleistung. Das heißt, eine 6 kW Heizung entspricht rund 30 Personen. Wenn ich hier mit 30 Personen eine Party feiere, was mache ich dann? Fenster auf. Das heißt, die Heizung ist dann mehr als genug. Ja, und wir haben schon gesagt, bei diesen Modellen hat man wirklich in Serie schon eine ultimative Vollausstattung. Also da fehlt es an nichts und wir sind ja bei einem Preis von 103.515 €. Und inklusive ist bei euch auch ein Jahr kostenlos abstellen und Stellplätze. Stellplätze, Wir verkaufen den Campingplatz mit dazu. Also nicht nur das Fahrzeug, sondern auch den Ort. und eine Vollkaskoversicherung ist auch mit dabei. Gell? Mit Haftpflicht und Teilkasko natürlich. Ja. Aber gehen wir mal rein. Ja, der T27. Du hast schon gesagt, das ist ein Fahrzeug, das gut für Familien geeignet ist. Ja, Familien mit 3 Kindern. Ich kann ja hier, man sieht, das ist 1, 2 und da ist der dritte Platz. Ich mache das hier weg und dann kann man hier zu dritt gegenüber voneinander. Man hat ja hier so den Tisch von der Face-to-Face-Sitzgruppe. Ich mache das mal ein bisschen lockerer. Dann kann man es besser verschieben. Dann kann man das so hinschieben, dass man dann halt hier quasi gegenüber voneinander sitzt. Und man hat natürlich auch, wie du merkst, auch eine riesen Couch. Also man kann auch hier gut sitzen. Mama, Papa kann sitzen. Also man kann hier drin, hier im vorderen Bereich auf jeden Fall mit 5 Personen auch essen, trinken. Backofen ist ja auch serienmäßig. Oder Kartenspielen, ne? Genau. Der hat jetzt keinen Backofen drin. Das ist auch ein 23er Modell, aber in der 24er Modell ist alles, also von der Markise, Dunstabzugshaube, Fernseher, alles drin. Also man kann auch hier dann auch ein bisschen Fernseh gucken, für den es möchte. Der andere kann mit dem Handy spielen. Die Betten, man kann hier noch ein Zusatzbett dazu bestellen. Das heißt, ich kann den Sitz hier ablassen und dann hier noch ein Bett machen. Da drüber habe ich ein Bett und da hinten habe ich ein Bett. Ja, du hast extra den Schlüssel dabei, dass wir auch mal das Hubbett in Aktion sehen. Genau, dazu muss ich erstmal natürlich hier auch bei ID Switch einfach mal, man sieht ja auch hier die Solaranlage, die serienmäßige, die ist auch am Arbeiten. Also die Lichter hier in der Halle, die geben auch Strom ab. Natürlich kriegen wir auch Außenstrom, weil ohne das würden wir es hier nicht schaffen. Deswegen gehe ich mal hier hin und suche mal den Schlüssel. Jetzt muss er nur noch passen. Ich habe eben den Schlüssel in die Hand genommen. So, Zündung ist an. Und dann,
hier, Magnete. Keine, wie heißt mal, keine Klettverschlüsse, die sich dann irgendwie vollsetzen. Mit Krümeln und Haaren und irgendwann sind sie richtig bäh. Das muss ich doch noch mal hier basteln, weil ich möchte das Bett ja runter bekommen. Oh. So, jetzt muss es runtergehen. Ja. Licht geht aus. Voll daneben. Für bis zu wie viel Kilo ist das geeignet? Hast du das im Kopf? Das ist schon, da steht jetzt keine Zahl drin, aber normale Gewichte halt so. Was wiegt man, ne? Eine Frau wiegt da immer 50, der Mann wiegt immer 100, also durchschnittlich 75. Habe ich gelernt. So steht zumindest in der COC immer bei den Fahrzeugen. Ja. Der durchschnittliche Fahrer liegt ja bei, du wiegst ja auch nicht mehr als 50, ne? Oder redet man überhaupt nicht mehr über das Gewicht? Och du, ich wiege mich nicht mehr, aber ich wiege schon über 50 Kilo. Das habe ich jetzt nicht gehört. Und das ist die Leiter, die hängt man dann ein. Man hat hier Absturzsicherung. Und wie schon erwähnt, wenn die Kiddies dann nicht mitkommen, kann man hier noch ein schönes Fach draus machen. Den Dyson-Staubsauger, Regenschirm und so weiter. Alles reinlegen. Lässt man die Matratze zu Hause und hat ein kleines Staufach. Ja, du hast schon gesagt, Fahrzeuge mit Hubbett sind auch im Wiederverkauf sehr begehrt. Das heißt, man kann sich dann, bevor man sich so ein Fahrzeug anschafft, dann doch überlegen, zusätzlich das Hubbett zu nehmen, damit man auch beim Wiederverkauf, falls man das gebrauchte Fahrzeug nochmal verkaufen möchte, natürlich auch eine Wertstabilität hat. Genau, und sobald ich mal oben angekommen ist, geht das Licht oben aus. Und man weiß daran, dass es mal oben angekommen ist, dass das Licht unten wieder angeht. Sollte so sein. Perfekt. So. Ja, und dann ganz easy durch die Magnete einmal wieder zurückgeschmissen und dann ist das alles. Ein Geräusch. Idiotinnen sicher. Ja, genau. Nicht nur Unterstell mir bitte nichts. Nee, das ist jetzt nur die Gendersprache von ihm gewesen. Er wollte nicht unterstellen, dass die Männer die Idioten sind. Ja, manchmal mache ich auch ein paar blöde Sachen, aber das muss auch mal sein. Wir können ja uns noch mal das Bad anschauen. Auch hier, wir haben eine richtige Dusche drin. Sandra, möchtest du gleich mal vor? Ja. Aber auch wieder eine richtig schön geräumige Dusche. In einer Breite komme ich sogar mit den Ellbogen nicht so richtig. Doch, wenn ich mich ganz breit mache. Aber auch hier kann ich mich richtig gut bewegen. Wie groß bist du nochmal? Mit Schuhen 1,80. Mit Schuhen 1,80, ohne Schuhe 1,85. Ja, dann geht das hier auch bis 2 Meter locker. Ja, auf jeden Fall. Und du hast auch oben noch Handtuchhalter oder Jackenhalter, damit man dann die nassen Sachen abtrocknen lassen kann. Und sogar der passt noch unter deinem Kopf. Ja, guck Ja, mal. also ich schätze mal, da haben wir so 2,5 Meter bestimmt. Ja, das kann gut hinhauen. Also ich sag ja, es ist eine geräumige Dusche. Hat man hier das Badezimmer, das ist getrennt von der Dusche. Und ich glaube auf einem schönen Raum. Auch Schränke kannst du unten ziehen. Genau. Einfach unten. ziehen? Einfach ziehen. Einfach ziehen. Auch hier Ja, noch damit die zusätzliche Zahnpasta nicht rausfällt, muss man ja irgendwo eine Ausfallsicherung da drin haben. Und je nachdem, wie man sitzen möchte, kann man natürlich die Toilette auch noch passend drehen. Genau, hier ein kleines kuscheliges Bett. Also ein Bett mit K, nicht mit Q. Und die Möglichkeit, hier auch noch einen Fernseher anzubieten. Ja, die 2 Halter, zweimal Fernsehvorbereitung haben wir serienmäßig dabei. Ist bei den neuen Modellen auch schon eine USB-Steckdose geplant? Also USB-C, meine ich? Ja, geplant sicherlich, genau weiß ich es nicht, aber planen muss man, also jeder, der in der Planung drin ist, sollte sowas mal in Erwägung ziehen, weil das sind ja die normalen, aber noch haben wir ja damit keine Probleme. Ja. Also im Automobilbereich ist es ja quasi langsam Standard. Wir haben es auf der Messe auch schon viel gesehen, dass USB-C zum Teil als Alternativ verbaut ist, dass man einen normalen USB-A und dann einen kleinen Port hat. Aber das ist eine gute Idee. Auch in den nächsten Messen wird man es immer mehr sehen. Werde ich auf jeden Fall weiterreichen. Schau dir nochmal die Schränke an. Ja, da sind Socken, Platz für Socken für alle. Wir sind hier auf einer Länge von 7,20 Meter. Ich finde das total okay, wenn man mit der Familie unterwegs ist. Und auch hier nochmal richtig stabile Böden, damit auch nichts mehr durchhängt. Irgendwann, je nachdem, du hast gesagt, wenn es mal feucht wird, aber auch mit der Zeit, je nachdem, wenn man schwere Sachen da drin hat, dann
gibt es oft Schubladen, die dann Genau, ein bisschen... vor allen Dingen in der Dynamik. Also wenn man fährt, holpert ja auch alles immer rum. Ja, und das wer ist möchte, kann hier natürlich auch noch Privacy. Tür einmal Und zweimal. Es ist auch unterwegs sehr angenehm, wenn man diese Türen verschließt, wenn man so eine hat, weil dadurch muss die Klimaanlage nicht so viel machen. Also es ist dann nicht so, dass man dann vorne schon fast erfriert und die Klimaanlage kommt dem hinten nicht nach. Ja, und hier haben wir 3 nochmal Kochfelder. 3 Felder. Ja, es ist ja eine Großfamilie hier mit 5 Personen und ja. Es kommt auch nicht immer darauf an, wie viele Kochfelder das sind. Es ist oftmals auch wichtig, wie viel Platz zwischen den einzelnen Gaskochern ist, dass man auch einen großen Topf hinkriegt, ne? Ja, den großen Topf. Ja, 3 große Töpfe bekommt man hier nicht hin. Es sind halt nur 2 kleine oder 3 kleine Mini-Töpfe. Aber jeder muss ja selber wissen, was er hier, was er sich da zubereitet. Dunstabzug ist auch mit dabei. Und hier einmal ein großer Schrank noch mit zusätzlichen Regalböden. Also auch hier passt richtig viel rein. Jede Menge Scharniere und natürlich Navigationssystem. Wir haben bei uns hier das gute Rollo, was man auch nur bis hierhin hochziehen kann. Kannst ja noch oben draus gucken. Das ist dann hier die von Dometic, die ist besonders gut. Also ich finde sie besser einmal hoch wie zur Seite zusammenklappen. Und dann springt sie irgendwann mal auf und dann steht man da ohne alles. Und hier kann man noch gucken und trotzdem ohne alles unten stehen. Ja. Panoramafenster oben auch? Ja, das kann man auch noch mal verdunkeln, logischerweise, sonst wird das Schlafen natürlich schwierig im Hellen. Ja, ist eigentlich alles drin, was man so braucht. Und so eine kompakte Größe, wie ich finde. Und ja, vom Fernseher bis zum Campingplatz alles drin. Sogar die Winterreifen und die große Truma mit der E-Patrone. Das heißt, wenn mir das Gas unterwegs ausgeht, dann habe ich noch immer Elektrounterstützung. Das heißt, die Heizung geht dann nicht sofort aus. Es ist ein Hybrid. Das heißt, er läuft auf Elektro und Gas. Ja, Solifer Emotion T27. Vielen lieben Dank, Janosch, dass du uns den gezeigt hast. Wenn euch das Fahrzeug gefällt, dann lasst es uns wissen, gebt dem Video ein Like, kommentiert und abonniert German Television. Auf jeden Fall abonnieren. Ja, denn dann bekommt ihr auch ganz frisch die neuesten Videos auf die YouTube-Startseite und bekommt immer die coolsten Neuigkeiten im Bereich Caravaning und Co. Ja, Dankeschön nochmal. Danke fürs Einschalten und bis bald. Tschö.